Stell dir vor, du hast einen geilen Motorradhelm mit einem geilen Design drauf, aber irgendwas fehlt noch. Genau hier wird's schwierig. Wie ergänzt man ein bestehendes Design, ohne es komplett zu zerstören? Ich habe hier diesen Helm mit einer Art Schildkrötenpanzer-Design. Die Idee klingt erstmal einfach. Eine Schildkröte hinten drauf. Aber die eigentliche Herausforderung ist, dass die Schildkröte zum Schluss aussieht, als wäre sie schon immer Teil des Designs gewesen. Heute zeige ich dir, wie ich genau das umsetze. Und ob es funktioniert, sehen wir am Schluss. So, dann legen wir los. Als erstes baue ich alles ab, was sich ohne großen Aufwand demontieren lässt. In diesem Fall war es nur das Visier. Danach wird der Helm sauber abgeklebt. Hier solltest du wirklich sorgfältig arbeiten, so sparst du dir einen Haufen Nacharbeit. Bevor ich überhaupt an Farbe denken kann, muss der Untergrund vorbereitet werden. Der Helm wurde schon gefahren. Dementsprechend haben wir viele Insektenreste und andere Verschmutzungen auf der Oberfläche. Sonst bekommen wir später Probleme mit dem Klarlack. Hierfür verwende ich einen normalen Alkoholreiniger. Die hartnäckigen Flecken schleife ich nachher einfach weg. Anschließend müssen wir den Helm anschleifen. Ich empfehle euch ein Schleifpad mit der Körnung P800 bis 1000 zu verwenden. Beim Schleifen habe ich festgestellt, dass der Helm schon einige Kratzer und Beschädigungen hat. Diese schleife ich von Hand aus und kümmere mich später darum. Der Helm sieht fast genau gleich aus wie vorher, da er schon matt war. Jetzt müssen wir ihn nochmal reinigen. Zuerst Wasserreiniger, das ist ein Reiniger auf Alkoholbasis. Und immer schön nachtrocknen, weil sonst verschmiert man den ganzen Dreck hier nur. Ich habe die Schildkröte als Schablone ausgeplottet und die entgittere ich jetzt. Beim Entgittern nehme ich alles raus, was später farbig werden soll. Also eine Positivschablone. Nach dem Entgittern kommt der knifflige Teil. Ich muss die Schildkröte so platzieren, dass sie gut auf die Rundung vom Helm passt. Die richtige Position markiere ich mir mit der Airbrush. Hier lege ich mit der Airbrush den Bereich an, der später schwarz werden soll. Da mir das mit der Airbrush zu lange geht, greife ich später zur Pistole. Ich übersprühe das alte Design mit Schwarz, damit ich nachher neue Fläche für die Schildkröte habe. Die zuvor verschliffenen Beschädigungen decke ich hier gleich mit ab, sodass man sie nachher nicht mehr sieht. Damit ich die Schablone sauber auf den Helm bekomme, brauche ich eine Transferfolie. Das mache ich, damit die komplette Schablone beim Auftragen in ihrer Form bleibt. Sonst würde sie sich verziehen und verschiebt sich beim Aufkleben schnell, dann passt das Motiv später nicht mehr sauber auf den Helm. Nach dem Entfernen des Trägerpapiers kommen wir zum schwierigsten Punkt des ganzen Projekts. Auf einer flachen Fläche wäre diese Schablone relativ einfach zu setzen. Auf einem Helm sieht das komplett anders aus. Die Oberfläche läuft in mehrere Richtungen rund. Wenn man die Folie zu stark zieht oder zu viel Spannung reinbringt, verformt sich das Motiv sehr schnell. Dann verliert man die Proportionen von dem, was man eigentlich darstellen möchte. Und aus der Turtle wird plötzlich ein Conehead. Deshalb passe ich einzelne Bereiche direkt am Helm an. Teilweise muss ich Elemente der Schablone mit dem Skalpell wegschneiden, neu setzen und direkt an die Helmform anpassen, damit wir am Ende ein sauberes Bild bekommen. Zuerst mische ich mir ein Weiß. Ich gebe ein paar Tropfen Reducer und ein paar Tropfen Haftverstärker hinzu.
Dann Backflash, um das Ganze zu vermischen. Mit dem Weiß lege ich mir den Motivbereich vor. Dadurch deckt der knallige Grünton später sauber auf dem schwarzen Untergrund. Hier arbeite ich in mehreren dünnen Schichten, damit ich später keine harten Kanten habe. Jetzt wird's bunt, denn jetzt kommt das Grün. Ich nehme hier ein Neongrün. Aber direkt aus der Flasche passt der Ton noch nicht zum vorhandenen Grün vom Helm. Der erste Test ist mir zu hell. Also mische ich ihn etwas dunkler und teste nochmal. Erst wenn der Farbton passt, gehe ich damit wirklich auf den Helm. Nachdem der Farbton passt, kommt das Grün auf den vorbereiteten Bereich. Durch das Weiß darunter bleibt die Farbe viel kräftiger, obwohl der Untergrund vorher schwarz war. Und genau darum geht es hier. Die Schildkröte soll sichtbar sein, aber trotzdem so wirken, als würde sie zum bestehenden Design gehören. Jetzt nehme ich die Folie ab. Das ist immer ein spannender Moment, weil man hier sofort sieht, ob es sauber geworden ist oder ob ich es verkackt habe. Wenn vorher bei der Vorbereitung etwas nicht gepasst hat oder ich die Farbe zu dick aufgetragen habe, kann sich die Farbe beim Abziehen mit der Folie lösen. Jetzt kommen die ganzen kleinen Teile der Schablone weg. Das sieht zwar satisfying aus, aber man muss hier echt ruhig arbeiten, damit man nichts verkratzt. Stück für Stück sieht man jetzt, ob das Motiv wirklich funktioniert. Und genau hier entscheidet sich auch, ob die Schildkröte wie ein Teil vom Helm wirkt oder einfach nur wie ein Aufkleber. Der Airbrush-Teil ist damit fertig. Jetzt kommt noch ein Mattlack drauf, damit die Schildkröte versiegelt ist und zum Rest des Helms passt. Nachdem der Klarlack trocken ist, kann ich den Helm endlich komplett auspacken. Hierbei muss ich wieder richtig vorsichtig sein. Wenn vorher beim Reinigen oder Schleifen nicht sauber gearbeitet wurde, könnte man hier im schlimmsten Fall den Klarlack mit abziehen. Genau deshalb war die Vorbereitung am Anfang so wichtig. Das Ergebnis entsteht nicht erst beim Klarlack, sondern eigentlich schon beim Reinigen, Anschleifen und Abkleben. Jetzt kommt nur noch das Visier drauf. Und auch hier wieder aufpassen, dass man keine Kratzer macht. So, der Helm ist ausgepackt, das Visier ist montiert und so sieht das Endergebnis aus. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.